Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute mache ich Tortellini-Salat. Es ist ein einfaches und leckeres Essen. Man muss nur ein bisschen Gemüse schneiden, leckere Gewürze dazugeben und dann hat man einen wirklich ausgefallenen Salat, der alle begeistern wird. Die Frühlingszwiebeln sind schon in feine Scheiben geschnitten. Jetzt setze ich das Kochwasser für die Tortellini auf, welches ich natürlich salze. Die Tortellini werden gemäß Packungsanweisung gekocht und anschließend aus dem Wasser geschöpft. Das Wasser benötige ich noch einmal, weswegen ich es nicht abschütte. Die Tortellini werden kalt abgeschreckt und dann mit etwas Olivenöl beträufelt, damit sie nicht aneinander kleben bleiben. Nun bereite ich die Paprika vor. Da ich rohe Paprika nicht mag, werde ich sie in große Stücke geschnitten in dem Kochwasser der Tortellini für 10 Minuten garen und anschließend ihre zähe Haut abziehen. Dazu zerteile ich sie entlang der Wachstumskerben und entferne die inneren Fasern, das Kerngehäuse sowie alle kleinen und harten Kerne. Das geht am besten, indem man sie herausklopft. In dieser Zeit können die weiteren Zutaten klein geschnitten werden. Zunächst werden Tomaten in kleine Würfel zerteilt, dazu benötigt man vor allem ein sehr scharfes Messer. Anschließend habe ich hier noch eine kleine Zucchini und ja, Zucchini kann man im Salat ungekocht durchaus essen. Die Enden werden abgeschnitten, sie wird halbiert und das oft kernige, wabbelige Zentrum herausgeschnitten. Und mit Hilfe einer Mandoline hobele ich die Zucchini in kleine Streifen. Wer keine Mandoline hat, schneidet die Hälften in feine, ganz dünne Scheiben, ähnlich wie bei einer Salatgurke. Nun werden noch 2 Knoblauchzehen vorbereitet. Eine Zehe wird mit der flachen Seite des Messers mit einem beherzten Schlag zerdrückt, anschließend der Wurzelstrunk abgeschnitten, die trockene Haut entfernt und alles etwas klein gehackt. Bedeckt mit einer guten Prise Meersalz wird der Knoblauch nun, wie gezeigt, mit der flachen Seite des Messers zerrieben, bis ein Brei entsteht. Dieser Knoblauchbrei wird nun in die Mayonnaise gegeben, verrührt, über die anderen Zutaten gegeben und untergerührt. Die Kochzeit der Paprika ist um. Sie werden aus dem Wasser genommen und sehr gut mit sehr kaltem Wasser abgeschreckt, denn es ist unangenehm, die heißen Paprikaschnitze anzufassen. Nun kann die ledrige Haut abgezogen werden. Anschließend wird auch sie in kleine Stücke geschnitten und zum Salat gegeben. Und nun können auch die inzwischen erkalteten Tortellini dazugegeben und leicht untergerührt werden. Und bei dieser Gelegenheit kann auch noch mit Pfeffer nachgewürzt werden. Jetzt fehlt nur noch eine wichtige Zutat und das ist Basilikum. Er gibt dem Ganzen zusammen mit dem Knoblauch den richtigen Kick. Ich nehme eine Handvoll Basilikumblätter, rolle sie auf und schneide sie in ganz feine Streifen von etwas weniger als 1 mm Breite. Diese gebe ich natürlich über die Tortellini und rühre sie unter. Wer möchte, kann auch noch etwas gekochten Schinken in den Salat geben. Dazu wird er in feine Streifen geschnitten und untergehoben. Bis zum Verzehr sollte der Salat idealerweise noch einige Zeit oder über Nacht zugedeckt im Kühlschrank ziehen. Er schmeckt aber auch schon sofort gut genug. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Rezept eine Anregung für euer nächstes Grillwochenende gegeben. Ihr könnt das Video gerne mit euren Freunden teilen. Bitte abonniert meinen Kanal, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und ein positives Feedback ist auch immer willkommen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!